Willkommen in der Classic-Abteilung der Sporttech, der Ferdinand. Wir würden jetzt Details zeigen und einen Überblick geben, was wir hier gemacht haben an dem Umbau. Hallo miteinander und willkommen in der Classic-Abteilung der Sporttech. Wir haben hier den Ferdinand, die an der Auto Zürich waren. Das Auto ist fertig. Herzlich willkommen. Wir würden jetzt euch gerne ein bisschen Details zeigen und einen Überblick geben, was wir hier gemacht haben an diesem Umbau. Ich würde sagen, wir fangen mit dem Herzstück an, dem Motor. Der Motor ist von uns in-house bei uns komplett zerlegt worden. Wir haben Teile bis auf jede Schraube eigentlich in die Hand genommen und angeschaut, haben die entweder erneuert oder überholt, sei das verzinken oder Pulver beschichten. Die Zylinderköpfe sind gemacht worden, es hat neue Ventilführungen drin, wir haben neue Ventile drin. Es ist bei dem 3,6 Liter auf 3,8 Liter Umbau tut man Zylinderbüchsen und Kölben auswechseln, auch Male, Originalteile. Wir haben, um das Ganze noch abrunden und abstimmen, hat es Sportnockenwellen drin. Was auch eine spezielle Sache ist, vielleicht zum Erwähnen, der Anzug auf einen Heißfilm-Luftmassenmesser umgebaut. Das gibt uns eigentlich die Möglichkeit, die Software viel genauer abzustimmen, weil wir von dem Sensor, der misst, wie viel Luft reinkommt, viel bessere Informationen haben. So kann das Gemisch ideal abgestimmt werden und halt noch mehr Leistung aus dem Motor rausgeholt werden. Wie man sieht, es ist eine Backdate-Stoßstange. Klar, Ferdinand ist ein Backdate-Umbau. Was da aber jetzt eigentlich den Unterschied macht für die Auspuffanlage ist, wir haben weniger Platz, die Stoßstange ist schlanker. Also ist das eine speziell angefertigte Auspuffanlage für Backdate und für diese Leistung. Der komplette Umbau, die ganzen Änderungen, die wir gemacht haben mit Auspuffanlage, ist selbstverständlich für die Schweiz zugelassen. Wir haben da ein Gutachten gefahren, wir sind das prüfen lassen. Es wird so der Umbau im Ausweis eingetragen sein. Im Gegensatz zum Saban 1000, der dann auch gleich wird kommen, haben wir jetzt hier die Möglichkeit, eine Klimaanlage zu haben. Wir sehen hier, das Auto hat eine, ist aber wahlweise mit oder ohne. Dann würde ich sagen, lassen wir das Auto rauf und schauen uns das vorne an. Auf den ersten Blick sehen wir nochmal unsere Backdate-Auspuffanlage. Es ist speziell auch im Vergleich zum Original. Beim 3,6 Liter, bei dem 64er, haben wir einen Cut. Also dass alle Abgase von allen 6 Zylindern gehen durch einen Cut und dann weiter in den Schalldämpfer. Wir haben jetzt hier umgebaut eigentlich auf eine zweiflutige Abgasanlage. Wir haben hier einen Cut und hier einen Cut. Und die Auspuffgase werden zusammengeführt hier hinten in diesen Endrohr, was auch dazu beiträgt, dass wir einen wirklich geilen GT3-Sound haben vom Auspuff her. Es ist auch mit Heizung. Das ist ja beim Luftkühlten noch speziell. Die Heizung für den Innenraum geht über die Auspuffanlage. Das sind also Wärmetauscher. Das ist bei dieser neuen Anlage auch integriert, dass das Auto geheizt werden kann. Was man abschliessend zu dem Motor darf sagen, es sind sehr viele neue Teile verbaut. Die bestehenden Teile sind bearbeitet worden, sind optimiert worden. Wir haben nichts unantastet gelassen und es gehört auch ein bisschen zu der Philosophie von uns. Wir machen eigentlich jeden Motor so wie der. Es ist eine sehr aufwendige Revision und wir können eigentlich dahinter stehen, mit ruhigem Gewissen sagen, dass das top ist. Das ist ein Motor wie neu. Das Getriebe ist jetzt in dem Fall, wenn wir gerade mit der Verbindung zum Motor anfangen, wir haben eine Kupplung da, die aus Porsche Originalteilen besteht. Es ist aber vom Motor, der original mehr Leistung hat. Sprich, für das Setting passt es perfekt und ist sportlich, aber trotzdem angenehm zum Fahren und gut handhabbar im Alltag. Wir haben das Getriebe auseinandergenommen, machen wir mit jedem beim Ferdinand-Umbau. Da haben wir dann am Zustand entsprechend alle Lager gewechselt, wir haben Synchronring gewechselt, natürlich alle Dichtungen erneuert und alles, was noch gut war, haben wir geprüft und am Schluss können das Getriebe zusammensetzen, das auch wieder für die nächsten x
10'000 Kilometer mit ruhigem Gewissen von uns herausgegeben werden als top prästariertes Getriebe. Wenn wir rausgehen, jetzt Richtung Fahrwerk, Antriebswellen rein, die haben wir auch gerade erneuert. Es geht wirklich mir jetzt auch darum, zu zeigen, wir haben auch dort, wo man es nicht sieht auf den ersten Blick, sehr viel Zeit reingesteckt. Es sind sehr viele neue Teile. Wir haben hier die Aufhängungen, alle mit neuen Lager. Alles, was irgendwie Gummi ist oder Gelenk sind und Lager, was irgendwie in einer Art und Weise Verschleißmaterial ist diskussionslos alles neu. Wir haben bei der Gummi härtere Gummimischung genommen, dass das ganze Fahrwerk ein bisschen straffer wird, sportlicher zum Fahren. Es hat ein Bilstein bei 16 Fahrwerk drin. Das kann man einstellen in der Härte. Das heisst, man kann dort auch noch ein bisschen abstimmen und das Optimum für eigentlich das Gusto vom Fahrer so rausholen. Dann haben wir die Bremsen drauf vom Turbo. Das sind gelochte Scheiben. Auch sonst wieder bei den Bremsleitungen, bei den Benzinleitungen, bei den Hydraulikleitungen. Alles, was mit Gummi ist nach diesen 30 Jahren halt teilweise ein bisschen hart oder sogar spröd. Vertraue ich mir jetzt nicht mehr ganz drauf. Darum wird auch dort einfach alles erneuert, dass man mit dem Auto wieder sorgenfrei fahren kann und eigentlich nicht Reparaturen sollte haben, wie es für so ein altes Auto üblich ist. Dann, was auch zum Fahrwerk gehört, sind Kurvenstabi. Da sind härtere Stabi drin, um das ganze Fahrverhalten sportlicher zu machen. Dann weiter haben wir den Unterbodenschutz erneuert. Wir haben den Hohlraumschutz erneuert. Das eigentlich von vorne bis hinten. Jetzt sind da schon wieder Verkleidungen drauf. Man sieht da schon wieder nicht mehr so viel. Aber auch unter diesen Verkleidungen sieht es aus wie neu. Die Bleche die sind auch neu gepulvert, dass sie wieder von Rost geschützt sind und einfach auch, wenn man darunter schaut, top aussieht. Dann würden wir noch ganz schnell führen gehen. Da gibt es vielleicht auch noch 2, 3 Sachen. Dann von vorne haben wir auch schon halt Verkleidungen drauf. Man sieht jetzt nicht mehr allzu viel. Der Querlenker strahlt in neuem Glanz. Auch da hat es neue Gummi drin, ein bisschen härtere Gummi. Das Lenkgetriebe ist revidiert. Auch da sind Leitungen, was mit Gummischläuchen ist, neu. Und da auch wieder ein Sportstabi drin und alles, was irgendwie sonst halt noch abschraubbar ist, ist neu oder revidiert. Wir haben hier in der Stoßstange unsere beiden Luftöffnungen, die auf dieser Seite für den Klimakondenser Frischluft zuführen. Wir haben hier noch einen Zusatzölkühler. Das ist vielleicht auch noch etwas, das man erwähnen kann. Wir haben durch die Mehrleistung des Motors mehr Temperatur, die generiert wird im Motor. Und wenn man gerade mal dann ein bisschen einen Pass fährt und das Auto beansprucht, dann ist es immer angenehm, wenn man ein bisschen Reserve hat bei der Öltemperatur. Darum haben wir eigentlich vom Ölkühler, der hier hinten ist, original, haben wir Leitungen übergezogen und einen Zusatzölkühler eigentlich da, wo es noch ein bisschen Platz hat, haben wir können unterbringen. Da sind wir auf der sicheren Seite, dass die Öltemperatur nicht steigt und haben so das Risiko minimiert, dass die Öltemperatur im Betrieb nicht zu hoch wird, was für den Motor ganz klar nicht wünschenswert ist. Dann zu den Felgen. Wir haben hier Felgen im Fuchsdesign, das ist ein 17 Zoll. Durch das wir Kotflügel hier eine Verbreiterung haben von 30 mm pro Seite, hat natürlich auch die Felgen müssen angepasst werden. Jetzt gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Man kann das mit Distanzscheiben machen, dass man die einfach weiter nach außen versetzt. Wir haben jetzt aber ein bisschen die schönere Lösung können machen. Und zwar haben wir ausgemessen, wie viel mehr das es ist. Felgen mal einen Anbauversuch gemacht und dann die Dimension ermittelt und die Felgen nach diesen Dimensionen anfertigen lassen. Das ist jetzt 8 Zoll Breite, wie gesagt 17 Zoll im Durchmesser und die Einpresstiefe halt so angepasst, dass ohne Distanzscheibe das genau aufs Auto passt. Tun wir ganz schnell das Rad abnehmen, um die Bremse anschauen. Cooles Detail noch, das sind Radschrauben aus Titan. Das wäre jetzt die Bremse. Das ist, wie gesagt, Bremsscheibe und Bremszange vom Turbo, also vom 993 Turbo, Nachfolger vom 64er. Der Durchmesser ist 322 mm. Die Zange ist natürlich deutlich grösser, hat grössere Kolbendurchmesser. Die Beläge sind grösser. Wir haben jetzt hier aber originale Beläge gemacht, nicht irgendwelche Rennbeläge. Allein aus dem Grund, dass wir keine quietschenden Geräusche haben, die halt im Alltag ziemlich störend sind. Und wir eigentlich mit dieser Bremse so, mit den originalen Belägen, trotzdem eigentlich genug gute Performance haben, auch wenn man mal ein bisschen schnellere und sportlichere Passfahrt macht. Kurz zu der Bremsleitung noch. Wir haben Stahlflex-Bremsleitungen verbaut und wie vorher schon erwähnt, die vorhandenen Leitungen wieder revidiert,
oder wenn sie halt kaputt sind, komplett neu gemacht. Es hat nach wie vor ABS, das Auto. Dann haben wir hier einen guten Blick auf unseren Dämpfer. Das ist wie gesagt das B16 Bilstein Gewindfahrwerk. Man sieht hier das Gewinde, wir können die Höhe des Autos verstellen. Wir können hier unten mit einem Rädchen Zug- und Druckstufen verstellen, in 10 Stufen. Wir haben bei den Domlager bewusst Originale genommen. Eigentlich nur aus dem Grund, dass wir nicht Geräusche übertragen vom Fahrwerk, die im Innenraum wahrnehmbar sind. Das Uniball-Domlagergelenk ist super von der Performance her, von der Steifigkeit. Aber es gibt sehr schnell sehr unangenehme Geräusche, die im Auto wahrnehmbar sind. Und mit dem originalen Domlager haben wir das nicht. Aber es ist trotzdem mit allen anderen Änderungen, die wir gemacht haben, super straffes Fahrwerk, das gut performen kann. Die Ölleitung, die man hier sieht, das ist auch noch etwas, das man erwähnen kann. Der originale Schweller an dem Auto ist anders, ist voluminöser. Und damit das dran passt, haben wir die Ölleitungen von vorne bis hinten zum Öltank neu gemacht. Wir haben hier Rohrbogen und geschweißt, dass die da schön schlank am Auto dran sind und da auch im Rathaus keinen Platz wegnehmen. Ich habe jetzt über verschiedene Komponenten geredet, wie der Motor, das Fahrwerk, die Bremsen und die Leitungen, die im Auto sind. Es gibt natürlich, wenn man so ein Auto bis auf die letzte Schraube zerlegt, noch viel mehr Komponenten. Sei das Pedalerie, die haben wir auch komplett auseinandergenommen. Es hat dort Buchsen drin und Lager drin, die sind alle neu. Wir haben die Pedale selber sogar neu pulverbeschichtet. Wir haben neue Kupplungszylinder gemacht. Wir haben die Handbremsteile sind neu. Alle Dichtungen von den Türen und auch von den Scheiben da rundherum. Die Scheibe selber, jetzt bei diesem Auto die Frontscheibe, die ist auch neu. Wir haben die Scheibenwischer pulverbeschichtet, dass die wieder neu sind. Der Fensterrahmen da rundherum, das ist ein Alurahmen, den haben wir im Laugenbad abgelaugt. Wir haben den neu pulverbeschichtet, weil im Laufe der Jahre gibt es da mal einen Hick und dort mal ein Krätzchen, dass das alles wieder picobello ist. In den Türen hinein hat es jenste Dichtungen in Verbindung mit dem Mechanismus der Scheiben. Wir haben die Führung der Scheiben, die man hoch- und runterlassen, die sind neu. Wir haben hier hinten Makrolonscheiben in den Dreiecksfenstern. Die Heckscheibe ist vom RS, ein Dünnglas. Das heisst, wir haben dort eine Gewichtsersparnis. Wir haben keine Heckscheibenheizung mehr drin. Einfach optisch ist das nicht schön. Ich habe hier einen neuen Dichtgummi. Apropos Gewichtsersparnis bei den Scheiben. Wir haben natürlich so Massnahmen am ganzen Auto gemacht. Wir haben ja andere Stoßstangen und wir haben, wo es gegangen ist, Lichtbauteile verbaut. Das ist jetzt nicht wie beim Saab 1000 komplett auf die Spitze getrieben, aber auch da haben wir eine Gewichtsersparnis und sind jetzt mit dem Leergewicht vom Auto auf 1091 Kg. Was natürlich nicht fehlen darf, ist Soundcheck. Geil. So, das wäre es für das Erste. Was man sicher auch sagen darf, jetzt rückblickend sind wir eigentlich sehr zufrieden, auch ein bisschen stolz, was wir haben können machen. In unter einem Jahr sind wir eigentlich von einer Basis 964 auf den Ferdinand gekommen. Es war eine komplette Neuentwicklung von uns, von der Sportec. Wir haben wirklich an sehr vielen Ecken und Enden unsere eigenen Lösungen entwickelt und gebaut und haben neben dem Revidieren der Teile auch eben neue Sachen gemacht. Wir haben viele knifflige Aufgaben bewältigt, haben für viele Sachen Lösungen finden, die für uns noch Neuland waren und sind eigentlich jetzt wirklich happy mit dem Resultat. Haben das eigentlich noch können an der Auto Zürich im Herbst präsentieren und der Öffentlichkeit zeigen. Wir haben jetzt einmal einen Einblick ins Mechanische und Technische vom Auto. Wir würden gerne das nächste Mal in den Innenraum gehen und vorne noch reinschauen, in den Kofferraum, auch von außen das Design vom Auto ein bisschen zeigen. Und dort wird es noch viel mehr Sachen geben, die individuelle Lösungen sind von uns, was spannende Sachen sind, die es sonst vielleicht weniger gibt. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.